I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. The portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja klar, da haben wir ja eigentlich sogar ziemlich viele Antworten dafür parat. Wir kennen ja eigentlich die Antwort dafür schon bereits, aber wir können auch eine andere nehmen, um einfach mal so zu zeigen, wie angepisst Max hier ist. Aber ich denke mal, naja, wir werden mal nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Das könnte vielleicht verdächtig werden. Also einfach mal so trotzdem die richtige Antwort hier hingeben. The Daguerrean process. Oh. Well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. The winter to San Francisco, where you'll be feted by the First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Das nenne ich mal ein wahres Wort. I have to warn David about Jefferson and the darkroom. Ja, das sollte ja nicht allzu schwierig sein. Okay, was haben wir hier alles? Did you know someday your pictures would actually alter time and space? Hättest du gedacht, dass solche Raum- und Zeitveränderungen mal dein Leben retten könnten? I hope I still love photography when this is done. Ja, Don't confuse the bestimmt. art with the artist. Bastard. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. Ja, da bin ich auch davon überzeugt. Was haben wir hier im His Tagebuch? diary literally saved my life. Das ist wohl wahr. Gut, dann gucken wir mal hier rein. I've got a ton of Blackwell brochures, so I hope David's number is in there. Na gut, schauen wir einfach mal nach. I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Na gut, dann schauen wir uns das mal an. Blackwell Academy 1910. Seit über 100 Jahren ist die Blackwell Academy eine Oase für Kunst und Wissenschaft mit vielseitigen Studenten von der ganzen Welt mit dem Wunsch, die Welt und ihre Gesellschaft zu verändern. Weitere Informationen im Heft Allgemeines Zulassung, Leben an der Uni und Kontakt. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier haben. Okay. Triff deine Professoren. Mark Jefferson, nachdem er den Stil der 1990er und die Fashion-Fotografie maßgeblich geprägt hat, wusste Mark Jefferson stets, dass er seine Vision teilen und andere inspirieren wollte. In den späten 2000ern unternahm er unter großem Medieninteresse einen Abstecher, um überall im Land zu unterrichten, bis er schließlich eine dauerhafte Anstellung an der Blackwell Academy annahm. Mr. Jeffersons Kunst- und Fotografieunterricht gehört zu den beliebtesten Studiengängen und der umfangreichen Geschichte der Schule. Und seine Absolventen ziehen ihrerseits weiter, um andere mit ihrer eigenen Vision zu inspirieren. Ja, wenn die gewusst hätten, was für ein Psycho der Typ ist, dann hätten die es lieber gelassen. Found you. Okay, da haben wir ja schon die Kontakte. Bewerbungen, Finanzen, Security, Hausmeister. Ja, alles Nötige, was wir brauchen, steht hier drin. Und jetzt wird es Zeit, dass wir Jefferson endlich dahin bringen, wo er hingehört. So, und deswegen warnen wir jetzt einfach David mal. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Ja, das klingt ja mal nach einem guten Plan. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Das kann ich dir auch nicht so richtig sagen. Ja, wir haben ja jetzt hier It praktisch doesn't einen matter what Zeitsprung. happens to me.
I have to save Chloe. Mensch, wärst du mal so freundlich, mich nicht immer zu unterbrechen, was ich jetzt sagen wollte? Ja, wir sind ja jetzt hier gerade in einem Zeitsprung mitten im Zeitsprung eingegangen. Ja, das könnte natürlich ein bisschen ziemlich, ja, schlimme Auswirkungen auf Max Verstand haben. Eventuell. Okay, Jefferson, here's my fucking photo for the contest. Naja, wir werden es ihm gleich geben, aber zuerst schauen wir uns hier um. It's nice to know how you really feel. Okay, was haben wir hier? Mein Akku ist leer und mir ist langweilig. Zeit, meine Poesie rauszukramen. Warum habe ich die Schriftstellerei für Fotos aufgegeben? Weil ich scheiße bin. Aber Mark Jefferson rockt. Jeder hier drin liebt ihn. Aber er scheint sich nur für Max C. zu interessieren. Ich will sie hassen, aber das wäre eh egal. Neid ist eine Sünde weg. Reiß dich zusammen. Ja, Einsicht ist der Weg zur Besserung. So you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Genau, Produkt GRLT 64S mit der Geschwindigkeit und Leistung an Bord. Ja, kennen wir eigentlich alles schon. Wir haben uns die Kamera ja schon mal angeschaut. Und da vorne ist ja noch Kate. Ich glaube, mit ihr können wir auch noch reden. Ja, wir können sie ansehen und sogar trösten. Poor Aber erstmal. Kate. Ja. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Na also, auch schon mal wieder ein guter Schritt, um Kate vielleicht zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und wir können sogar ein Foto von ihr machen. At least Kate knows people have her back. Ja, das ist richtig, dass sie das jetzt endlich weiß. Gut, machen wir mal ein Bild von ihr. Und sie lächelt sogar dabei. Ist das nicht schön? Ja, damit hätten wir unser erstes Foto für Episode 5. Und das ist ja eigentlich auch schon mal richtig gut, dass es sogar Kate ist. Ja, was haben wir hier alles? Ja, eigentlich eine Menge Bilder. Und gerade die letzten 5 zu kriegen, könnte vielleicht ein bisschen heikel werden, weil die sind nämlich alle in einem einzigen Kapitelabschnitt hier drin. Und, das wird erstmal richtig lustig, wenn ich da alle zusammenkriegen will. Okay, hier haben wir noch eine eingekritzelte Notiz. Oh, Rachel. I'm sorry. Ja. Auch wenn wir jetzt hier wieder in der Vergangenheit zurückgereist sind und alles wieder regeln wollen. Rachel können wir ja damit leider nicht retten. Immerhin ist sie ja schon seit 6 Monaten tot. Aber wir können wenigstens dafür sorgen, ja, dass sie angemessen gerecht wird. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. Ja, tut mir ehrlich gesagt auch so I leid. see right through your bullshit, Jefferson. Everybody else will too. Ja, ganz genau. Und wenn wir ihm jetzt das Foto geben, wird das unser erster Schritt sein. Mehr oder weniger. Eigentlich ist das ja eher mehr so ein eigener persönlicher Vorteil, was wir jetzt hier tun. Aber who cares? Mr. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh,
That was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Und sogar früher, als du denkst. Tja, das wird jetzt eigentlich ziemlich starke Auswirkungen haben. Zuerst einmal natürlich Chloes Vorfall auf der Mädchentoilette, bleibt aber so, wie er ist. Das Wiedersehen mit Max ändert sich eigentlich in dieser Sache auch nicht. Aber der Polizist, der im Two-Way-Diner ist, wird stattdessen jetzt erstmal hier in der Dunkelkammer Nachforschungen anstellen. Katie weint. Aber stattdessen wird Jefferson einfach mal verhaftet, zusammen mit Nathan. Dann natürlich hier Kates Selbstmordversuch. Und es wird sogar zusätzlich Rachels Leiche gefunden. Chloe trauert. Aber dafür gewinnt Max tatsächlich den Everyday Hero Contest. Das Beste ist, Chloe wird nicht von Jefferson erschossen. Stattdessen hilft sie Max bei den Reisevorbereitungen. Und jetzt, ja, nur noch eine letzte Sache. Wir fliegen nach San Francisco. Whoa! Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Good work, David. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Ja, also lief doch alles ganz super für uns. Ja, so ein paar kleine Änderungen und schon hat sich ja hier die gesamte Zeit völlig hier verändert. Wir sind aus der Dunkelkammer raus und befinden uns jetzt hier nun... I'm still between realities, and Ah, I can't focus on this one for too long. ja, immer mit der Ruhe. Ja, man merkt das eigentlich ja schon, da sieht man ja schon wieder hier hinten diese Verzerrungen. Ja, wir erinnern uns ja, wir haben ja 2 Zeitsprünge gemacht und zwar sogar einen Zeitsprung sogar mitten in einem Zeitsprung hier drinne. Und das hat natürlich auch hier Nachwirkungen auf die Änderung hier gehabt. Also das heißt, wir sind hier immer noch in einer anderen Realität drin und noch nicht so richtig ganz in der Gegenwart zurück. Aber das ist trotzdem nicht weiter schlimm. Wir haben ja alles trotzdem ja eigentlich hier geregelt. So weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Ja, das wird sich ja gleich wieder legen. Ja. So einfach kann es also gehen. Okay, was können wir hier noch machen? Erstmal benutzen. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Naja, das wird alles gut gehen, keine Angst. I have to admit, I love being called an artist. Ja, kannst auch stolz darauf sein. Die Zeitgeist-Galerie präsentiert Helden des Alltags, Ausstellung und Künstlerempfang. Zeitgeist-Galerie. Ja, da wollen wir also hin. Fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air.
come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. Ja, mal sehen. I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. Ja, kann ich mir vorstellen. Was ist das hier? Bildschirm? Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Ja, als wir noch alle ohne Sorgen waren. Okay, und wir können uns sogar die Zeitung anschauen. Beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Was haben wir hier? Two Moon Diner. Inmitten des Umweltchaos in Arcadia Bay, wie den ungewöhnlichen Schneefall und den gestrandeten Walen, berichteten einige Anwohner letzte Nacht gegen 20 Uhr 2 Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen behaupten, der zweite Mond war klar im Nachthimmel zu sehen, bis Wolken ihn kurz nach seinem Erscheinen verdeckten. Bislang ist kein Handy- oder Videomaterial aufgetaucht, was lokale Meteorologen zu der Annahme bewegt, dass das Übermaß des derzeitigen Ökochaos zur Einbildung weiterer Umweltphänomene führt. Ja, von wegen Einbildung. Wir haben ja sogar tatsächlich ein Beweisfoto dafür, dass es 2 Monde gibt. Ich erinnere mich sogar nochmal daran. Also Episode 4 haben wir ja nochmal schnell wieder ein Foto für unser Album gemacht. Okay, und dann hier noch der zweite Artikel. Blackwell Security enthüllt Bunker und Skandal. Infolge einer Reihe von Hinweisen von David Madsen, Sicherheitschef der Blackwell Academy, stürmten Polizeibeamte am Dienstag eine groteske unterirdische Kammer, die angeblich vom Lehrer Mark Jefferson und seinem Studenten Nathan Prescott genutzt wurde, um junge Frauen zu betäuben, zu entführen und zu fotografieren. Auch wenn die Opfer keine weiteren Anzeichen körperlicher oder sexueller Übergriffe aufweisen, haben die verstörenden Enthüllungen eine Welle des Entsetzens durch das beschauliche Städtchen Arcadia Bay gejagt. Auch gegen Sean Prescott, den einflussreichsten Geschäftsmann in der Region, wird ermittelt, um seine Rolle als Besitzer der Scheune zu ergründen, unter der das hochmoderne Dunkelkammerstudio gefunden wurde. Fortsetzung auf der nächsten Seite. Die ich mir allerdings leider nicht anschauen kann. Ist das ätzend. Okay, mehr kann ich eigentlich ja nicht machen. Den Flyer habe ich mir schon angeschaut, am Fenster habe ich auch ausgesehen und ja, sonst kann ich auch nicht viel machen, außer mit dem Direktor zu reden. Dann tun wir das einfach mal. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be.
Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Ja, hoffen wir mal, dass du da auch recht hast. Ja, können wir uns jetzt erstmal hier... Max, you did it. Somehow. I Ja, went from the dark irgendwie... room to this gallery. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Du wolltest wohl eher sagen seltsam, aber na gut, passt ja eigentlich auch schon ganz gut. Wow, sir. Was haben wir hier? A Danny Lee article. The Golden Gate Reporter, Danny Lee. Okay, The Golden Gate Reporter. Ich habe meine Kunst in San Francisco gelassen. Von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem BART zugeboren. Buchstäblich. Eine lange und verblüffende Geschichte, die ich hier aber nicht weiter ausführe. Dafür sind ein paar Drinks nötig. Auf dein Wohl, Mom. Das erklärt vielleicht meine obsessive Leidenschaft für die Künstlerregion und ihren Außenposten für Künstler und Freigeister. Trotz der zügellosen Gentrifizierung, was ist das denn für ein Wort? Aber egal. Florieren die Künstler und Schöpfer unbekümmert von sozioökonomischen Zwängen weiter. So sind sie nun einmal. Galerien wie der Zeitgeist und Malkovich Fashion haben sich eingehend mit der vielfältigen Künstlergemeinde beschäftigt und praktizieren, was so mancher Mäzen unablässig predigt. Fortsetzung auf der nächsten Seite kann ich aber wieder mal nicht lesen. Das ist doch nicht wahr. I Was haben wonder wir hier noch how it alles? is to live in a submarine like that. It Keine must Ahnung, be was schon. really claustrophobic. Ja, echt klaustrophobisch. Das ist The wohl wahr. revolution will not be televised. Okay, stoppt die Startups. Wie viele Geschäfte und Einwohner müssen noch aus ihren Häusern geworfen werden für die neuesten Boutique-Cafés oder überteuerte Themenrestaurants? Die Bonzen, die diese Stadt versklavt haben, brauchen eine Lehrstunde, was es heißt, Grenzen zu überwinden. Schließt euch uns am Samstag an, um das Ende einzuleiten. Treffpunkt folgt. Okay, mehr kann ich mir da nicht ansehen. Also hier liegen auf jeden Fall ein Haufen Flyer rum. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Okay. Entdecke das Handwerk und die Geschichte Shambhalas. Wöchentliche Kurse mit Lehrer Charles Ellick. 25 Miranda Street, Some okay. Das mysteries ist eine Adresse. should stay that way. Okay. Kaltiki Tours präsentiert die Mysterien der pazifischen Inseln. 3-stündige Tour entlang der Küstenlinie der Buchtregion. Besuche historische Begräbnisstätten und zeremonielle Anlagen. Entdecke lokale Überlieferungen und Legenden. Täglich von 7 bis 19 Uhr. Ah, Mann. Manche lernen es echt nie. Macht aus Indianerfriedhöfen nicht immer irgendeine Attraktion. Das könnte übel ausgehen. Das kennt man doch alles in dem How ganzen fun. Film. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Oh. Die Geschichte dystopischer Filme. Naturarchivars Tian de Win. Was ist das denn für ein Name? Egal. Präsentiert eine kinetische Clipshow und Vorlesung, um aufzuzeigen, wie industrielle apokalyptische Paranoia den Grundstein einer Welt dystopischer Filme gelegt hat. Von Metropolis über Planet der Affen und Blade Runner bis hin zu Hunger Games. Interessant. Ja, Planet der Affen, da war ja noch was. Wollte Max eigentlich am Freitag ja mit Rowan zum Go Ape ins Autokino fahren? Tja, das ist jetzt wohl abgehakt, wie es aussieht. Holy shit, this flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Gute Frage. Skull and Bones Harlow's Eve Party. Schaurige Kunst, Tattoo-Porträts, Horrorbands, Burlesque um Mitternacht, Tricks oder Saures, Dämmerung bis zum Morgengrauen, 18 und älter, Mittwoch, 30. Oktober. Ah ja, das wäre tatsächlich was für Chloe. Oh, warte mal, da war noch eine zweite but what Seite. would I wear? Was sollst du da anziehen? Nigels Samhain Druiden Festival. Wann? 31. Oktober, 23 Uhr bis, ja, Open End anscheinend. Wo? Golden Gate Park, Tickets, aha, lalala, und so weiter, alles klar. Ja, dafür nochmal extra nach San Francisco zu reisen, könnte interessant werden, aber naja, wer weiß.
ob man dafür überhaupt Zeit hat. Und hier können wir auch noch The Kunstbücher anschauen. Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I Zeitgeist. mean, San Francisco. Ach, du kannst es nennen, wie du willst. I wish I had time to go see those murals here. Oh, das sieht ein bisschen traurig aus. Oh mein Gott. Mission Wandmalerei, das arme Küken, das sieht irgendwie ein bisschen, naja, egal. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Nice. Na, dann Good reden wir doch mal. morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Ah ja. Dabei ist das doch nur ein olles Selfie, nichts weiter. Naja. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Tatsache, Max' Name ist ebenfalls mit dabei. Okay, wir können ja sogar noch mit ein paar Leuten hier reden. Tun I wir auch heard sogar. Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so shocking. I have one of his monographs too. Hold on to it. Not my Okay, wir style, reden but tatsächlich. the neon is a nice representation. Oh shit. Pretentious alert. Der war gut. Ja, und die haben hier tatsächlich über Jefferson geredet. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry. I'm the art critic for In magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Dankeschön. Und auch vielen Dank für das Angebot. Ja, kann man sich ja tatsächlich mal schon mal anschauen. Oh, Essen. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Ja, das ist wohl wahr. Na gut. Jedem so seine Sache. Ich bin auch nicht so unbedingt der Fan von Kaviar, wenn ich ehrlich sein soll. Ich frage mich auch wirklich, was so toll daran soll. Ich meine, das Zeug schmeckt nicht mal so Young richtig and gut. grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. Was haben wir hier? Der Independent, berühmter Fotograf und Lehrer wegen Mord und Entführung verhaftet. Tja, selber schuld, wenn du so eine Scheiße machst, Jefferson. Okay, und hier können wir sogar mit Director Wells It was nochmal cool reden. that Principal Wells came along. He Ja, das could have stimmt canceled allerdings. our entries after what happened with Jefferson. Hätte er, aber ich denke mal, er wollte auch so ein bisschen im Rampenlicht stehen. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. Ja, es fühlt sich aber tatsächlich noch unwirklich an. It's kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell. All the more reason to celebrate your success. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. Should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Ja, das ist wohl wahr. Na gut, aber es ist auch nicht ihre Schuld, muss ich sagen. It's not your fault. You didn't know what really happened. I know, but that's not a good excuse for a principal. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Ja, das ist wohl wahr. I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Ja, gut, aber übertreiben Sie es nicht zu sehr. Gut. Tja. Also man könnte ja schon mal sagen, das ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Aber
gab es da vielleicht nicht doch noch eine Sache, die wir vielleicht vergessen haben? Okay, wir können aber hier noch mit den Leuten reden, denke ich mal. Oder auch nicht, also... Ach doch, hier. Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Oh, okay, interessant. Okay, dann haben wir ja noch mehr. Können wir noch mit ein paar Leuten reden, hier auch. Da fällt mir eigentlich ein, ich muss ja noch mal kurz hier woanders hin. Das ist jetzt ganz wichtig, sonst schaffe ich das nicht mehr. Sonst kann ich das nicht mehr machen. Und zwar muss ich ja hier unten hin. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Ja, mit Sicherheit. Gut, und dann können wir einfach erstmal hier diese Kamera benutzen, um ein Foto zu machen. Das ist auch ein schickes Foto. Auch eine schicke Ausstellung. Und damit haben wir auch erstmal hier wieder unser zweites Bild. Ja, dies war zwar nicht analog geschossen, aber sieht auch ganz gut aus. Ja, gut. Ein paar Sachen fehlen ja immer noch. Alles klar. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Wir müssen ja nicht unbedingt mit allen reden, aber trotzdem ein bisschen sich genau umschauen können wir uns ja dennoch. Wir können uns sogar hier hinsetzen. I can't believe I'm in San Francisco. How can I process this after all the death I've seen this week? I wish Chloe was here with me now. Without her, I couldn't have fought Jefferson. And she always pushed me to not be shy about my photos. Even if that feels so trivial after what happened with Rachel and Kate. But for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. Ja. Oh, und da ist ja das Bild sogar schon mal, das sie eingereicht hat. Sogar diesmal hier richtig schön in XXL vergrößert. Ja. Ja, es ist irgendwie schade, dass Chloe ja hier nicht mitkommen konnte, aber ich denke mal, so ein Ticket nach San Francisco ist bestimmt schweineteuer. Das hätten sich ihre Eltern wahrscheinlich niemals leisten können. Auch wenn David ja eigentlich durch seine großen Leistungen bestimmt eigentlich erstmal ordentlicher auch ein bisschen Ruhm einkassiert hat. Vielleicht sogar auch dafür, wer weiß, vielleicht auch sogar eine schicke Beförderung, etwas mehr bessere Bezahlung oder was auch immer. Könnte man sich zumindest vorstellen, auch wenn ich mir nicht so ganz sicher bin. Ja gut. Genug geschwelgt, würde ich mal sagen. Wir können ja noch mal ein bisschen mit Leuten reden. Like I was back in high school. Traurig? Oh. Hübsches Bild. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. Ah, interessant. Okay, mit der kann ich da auch reden. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations, and I hope you get a lot more attention. Boah, ja. Wäre ja nicht schlecht. Aber zu viel Aufmerksamkeit ist auch nicht gerade gesund. Okay, mit dem kann ich nicht reden, aber mit ihr hier. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Okay, ein Wechsel. I wonder if, Interessant. sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. Ah, interessant. Okay, hier sind ja noch so ein paar Leute. Also irgendwo... Ah, hier, Journalist. Hi, excuse me, you're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their arts section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Danny Lee also? Ja, wir haben doch vorhin so einen Artikel von dem gerade gelesen, erinnere ich mich gerade. Und jetzt haben wir ihn sogar hier persönlich getroffen.
Okay, mehr kann ich dann hier auch gar nicht machen. Dann schauen wir uns mal einfach mal unser Bild an. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude.